Mittlerweile ist es völlig normal, dass die Signal- und Informationsübertragung digital erfolgt. Mit wenigen Ausnahmen wiegen die Möglichkeiten der Digitaltechnik schwerer als die Probleme, die es durchaus auch geben kann. Besonders interessant sind dabei die Möglichkeiten, die Daten mittels Rechentechnik fast beliebig bearbeiten und manipulieren zu können. Solche Videoeffekte werden mit analogen Mitteln nur sehr aufwendig umsetzbar. Dazu muss man aber erstmal die ursprünglichen analogen Signale in eine digitale Form umwandeln und am Ende auch wieder zurück. Meine Ohren können die Bits und Bytes auf dieser CD nicht verstehen. Im ersten Teil sehen wir uns an, wie die Analog-Digital-Wandlung funktioniert, und um das Prinzip zu zeigen, werde ich einen kleinen Mini-AD-Wandler aufbauen. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Was macht ein Analog-Digital-Wandler eigentlich? Analoge elektrische Signale haben einen sich kontinuierlich verändernden Spannungsverlauf. Der AD-Wandler wandelt diese Kurve in eine Folge von Binärzahlen um. Dazu wird in gleichmäßigen Zeitabständen der aktuelle Spannungswert ermittelt und dafür eine Zahl abgespeichert oder übermittelt. Dabei geht die Kontinuität des zeitlichen Verlaufs verloren, denn wir kennen ja nur noch einzelne Punkte der Kurve. Digitalisierung bedeutet auch immer einen Informationsverlust. Aber auch was den Spannungswert angeht, können wir keinen kontinuierlichen Verlauf mehr darstellen, denn wir haben nur eine bestimmte Anzahl von Zahlen zur Verfügung. Ein 8-Bit-AD-Wandler kennt nur Zahlen zwischen 0 und 255. Mehr lässt sich mit 8-Bit nicht darstellen. Er kann nur 256 Spannungswerte angeben und muss sich immer entscheiden, nimmt er die niedrige oder die nächsthöhere Zahl. Kommastellen gibt es nicht. Auch hier geht also die genaue Information verloren. Soweit zum Prinzip. Um einen AD-Wandler zu bauen, brauchen wir also eine Schaltungsanordnung, die abgestuft Spannungen erkennen kann und in einen passenden Binärwert übersetzt. Sinnvollerweise beginnt man bei 0 Volt mit der 0 und zählt dann stufenweise hoch. Wir müssen zunächst mal feststellen, welche Spannung am Eingang anliegt. Eine Möglichkeit ist, die Spannung mit einer Reihe von Referenzspannungen zu vergleichen. Bei einem 8-Bit-Wandler würde man erstmal die 256 Spannungsstufen festlegen. Dazu teilt man einfach mit einem Spannungsteiler aus 256 gleichen Widerständen die Maximalspannung in 256 gleichmäßige Stufen auf und man bekommt so die 256 Referenzspannungen für die Abstufung. Mein Versuchsaufbau ist da wesentlich bescheidener. Ich nehme nur 5 Widerstände. Das heißt, mein AD-Wandler soll am Ende 5 Spannungswerte unterscheiden und in eine Binärzahl von 0 bis 4 umwandeln. Um festzustellen, in welchem Bereich die Eingangsspannung liegt, gebe ich die Vergleichsspannung auf je einen Komparator. Mit dem nicht invertierenden Eingang werden alle mit der Eingangsspannung verbunden, die ich mit dem Potentiometer einstellen kann. Immer wenn die Eingangsspannung die Referenzspannung am invertierenden Eingang übersteigt, kippt der Ausgang des entsprechenden Operationsverstärkers von Low auf High. Um das sichtbar zu machen, lege ich an die Ausgänge einfach LEDs. Mit steigender Eingangsspannung sollten sich die LEDs von links nach rechts der Reihe nach dazuschalten. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Am Anfang liegt die Eingangsspannung noch unter der ersten Stufe und alle LEDs sind aus. Wenn ich die Spannung erhöhe, leuchten immer mehr LEDs. Und rückwärts gehen sie dann der Reihe nach auch wieder aus. Es entsteht also eine Art Leuchtbalken, der mit der Spannung länger wird. Wir wollen aber keine Aussteuerungsanzeige bauen, sondern es soll ein Bitmuster entstehen, das der Reihe nach die Zahlen von 0 bis 4 darstellt. Bisher sieht unser Bitmuster so aus. Ein voller Punkt symbolisiert eine leuchtende LED. Das entspricht dem logischen Wert 1 und jede nicht leuchtende LED dem Wert 0. Wir brauchen aber dieses Bild. Dazu brauchen wir also noch eine Logik, die die Zustände an den Ausgängen der Operationsverstärker in 3 binäre Bits übersetzt.
Jetzt werden sich einige vielleicht an die Videos zur Schaltalgebra erinnern. Wir könnten unsere Tabelle in einer Logikgleichung formulieren, die wir dann optimieren. Mit etwas Überlegung kann man die logischen Zusammenhänge aber auch vielleicht direkt aus den Tabellen ablesen. Nehmen wir uns doch mal das höchstwertige Ausgangsbit c vor. Es geht nur auf 1 bei der Stufe 4. Ansonsten ist es 0. Das entspricht genau der Spalte D. Wir können also dieses Bit direkt mit dem vierten Operationsverstärker verbinden. Beim zweiten Bit, b, ist das nicht ganz so einfach. Es hat den Wert 1 bei der Stufe 2 und 3. Welche Kombinationen von A, B, C und D finden wir nur hier? In beiden Zeilen leuchtet die LED B und gleichzeitig die LED D nicht. Die Kombination gibt es wirklich nur hier. Bei niedrigeren Werten leuchtet B nicht und bei der 4 leuchtet D. Unsere Logikgleichung lautet also, b ist gleich B und D nicht. Wer findet jetzt den Zusammenhang für a? A geht das erste Mal auf 1 bei der Stufe 1 und die hat als Alleinstellungsmerkmal, dass A leuchtet und B nicht. Die zweite Zeile, die uns interessiert, ist die Stufe 3. Und hier leuchtet C, während D noch aus ist. Wenn wir das in eine Gleichung schreiben, heißt die, a ist gleich A und B nicht oder C und D nicht. Mit Logikgattern umgesetzt sieht das so aus. Und auch das probiere ich natürlich aus. Um das ein bisschen anschaulicher zu machen, gebe ich die 3 Bits auf einen 7-Segment-Decoder mit angeschlossener Anzeige. Ja, es sieht so aus, als ob alles richtig war. Wenn man sich den Aufwand für nur 5 Spannungsstufen ansieht, dürfte klar sein, warum ich nur einen halben 3-Bit AD-Wandler gebaut habe. Mit der Auflösung steigt nicht nur die Anzahl der Komparatoren, auch der Aufwand für die nachfolgende Logik steigt immens. Deshalb war eine sinnvolle Analog-Digital-Wandlung erst mit integrierten Lösungen möglich. Ich wollte wieder nur mal zeigen, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Das war jetzt aber erst der halbe Weg. Am Ende müssen die digitalen Signale wieder zurückgewandelt werden, denn die Welt ist analog. Aber das hebe ich mir für den zweiten Teil auf. Wer möchte, kann dann wieder einschalten. Bis dahin.